Ich glaube, dass in Deutschland ganz besonders die Wirtschaft eigentlich irgendwie so ein fünftes Rad am Wagen ist. Irgendwie die Wirtschaft ist, sie ist ein notwendiges Übel. Hey Leute, heute schauen wir uns eine wirklich schockierende Analyse von Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser an, der ganz offen mit Deutschland abrechnet. Er warnt uns davor, dass die deutsche Wirtschaft nicht nur abgehängt wird, sondern dass wir uns ernsthaft fragen müssen, wo unser Wohlstand hin verschwunden ist. Kaeser hebt hervor, dass immer mehr Start-ups ins Ausland abwandern und unsere Gründungskultur einfach nicht vorhanden ist. In den USA wird Entrepreneurship gefeiert, während wir hier in Deutschland eher skeptisch sind. Kaeser spricht von einem fünften Rad am Wagen, wenn es um die Wirtschaft geht. Sie wird als notwendiges Übel gesehen, aber nicht als Quelle für Jobs und sozialen Wohlstand. Er fordert uns auf, die Wirtschaft als das Lebensblut unseres Landes zu begreifen. Und das Wichtigste, wenn wir nicht endlich verstehen, dass die Wirtschaft der Schlüssel zu unserem sozialen System ist, dann wird es finster für uns alle. Bleibt dran, denn das ist ein Thema, das uns alle betrifft und wo dringend Handlungsbedarf besteht. Auf geht's! Die Kreuze klar für die AfD, ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Sie haben gerade tatsächlich auch schon die Wirtschaft angesprochen, mit der These zu sagen, okay, Gesellschaft ist ein wichtiger Treiber. Jetzt schauen wir uns die Wirtschaft im Gesamten nochmal an. Und ich muss sagen, wenn ich mir gerade so die Investments der Business Angels oder Investoren und Investorinnen angucke, erlebe ich schon, dass viele sich wahnsinnig zurückziehen. Viele Startups gehen auch, sobald sie, sag ich mal, wachsen, ins Ausland. Und mir bereitet es durchaus Sorge. Wie nehmen Sie das wahr? Ja, das sieht man schon. Jetzt ist natürlich im Startup-Bereich, sagen wir mal, auch im Besonderen das Thema mit den hohen Zinsen. Ein Thema, das muss man fairerweise sagen, ist auch bis in den Private Equity-Bereich hinein momentan ein bisschen, sagen wir mal, ruhig. Aber das Thema, da haben Sie schon recht, liegt woanders. Es liegt einfach darin, dass wir in Deutschland eine sehr hohe, sagen wir mal, Risikokultur haben. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. So Startups sind meistens so Dinge, wo man sagt, wer weiß, ein bisschen so windig. Und diese Gründerkultur, die ist eigentlich gar nicht ausgeprägt. Ich will jetzt gar nicht von den Finanzinstrumenten reden und dem Risiko und diesen Dingen. Das ist nicht sehr ausgeprägt. Das ist schon etwas, ich weiß nicht, ob das in der deutschen Kultur liegt, aber das ist einfach so Startup. Wenn sie mal groß geworden sind und berühmt, dann guckt man schon so ein bisschen, aber so richtig in Deutschland, so richtig geheuer ist es der breiten Masse irgendwie nicht. Das muss man wirklich sagen. Das ist in Amerika ganz anders. Ich glaube, es liegt auch daran, und das ist schon etwas, was adressiert werden muss. Ich glaube, dass in Deutschland ganz besonders die Wirtschaft eigentlich irgendwie so ein fünftes Rad am Wagen ist. Irgendwie die Wirtschaft ist, sie ist ein notwendiges Übel, aber irgendwie ist es so eher negativ belegt als eigentlich das, was sie ist, nämlich, dass sie Arbeitsplätze schafft, dass sie Steuern bezahlt, dass sie eine ganz elementare Quelle der Mittelherkunft ist. Der Mittelherkunft für den Staat, der Mittelherkunft für die Sozialleistungen, die wir in weiten Teilen zurecht machen. Und das muss sich irgendwie ändern. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau, wie es geht. Aber das ist ein riesiges Dilemma in Deutschland. Da geht es ein bisschen, diese Höhle des Löwen-Shows. Da gibt es ein bisschen, sagen wir mal, Erziehung in die Richtung, weil eben auch Persönlichkeiten auftreten, die so eine gewisse Glaubwürdigkeit haben. Davon. Weil man auch oft dann sehr kreative Geschichten sieht. Aber es ist dann doch auch wieder ein starkes Unterhaltungselement. Absolut. Ja? Viele schauen es an und sagen irgendwie, die Typen sind irgendwie cool, wie sie interagieren.
Das soll eigentlich gar nicht das Motiv sein, sondern das Motiv muss eigentlich sein, was ist denn heute in Deutschland überhaupt an Innovation los? In welchen Branchen, in welchen Themen befassen sich die jungen Leute? Wie kann man ihnen im Grunde auch helfen, dass sie über eine coole Idee hinaus das auch mal als Geschäft organisieren können, wo hinterher irgendwann mal was rauskommt. Das ist gar nicht weit verbreitet. Aber wir müssen, das ist eine große Aufgabe für uns alle in Deutschland, wieder mehr dafür tun, dass erklärt wird, dass die Wirtschaft eigentlich das Lebensblut unseres Landes ist, weil ohne Wirtschaft gibt es auch keinen Sozialstaat, vor allem nicht auf Dauer. Und wir befassen uns mit Migration, ja, fair enough. Wir befassen uns mit, was auf der ganzen Welt vor sich geht, kommentieren das teilweise auch, empören uns über alles Mögliche, aber schauen viel zu wenig darauf, wie sichern wir denn eigentlich unseren Wohlstand dadurch, dass wir gemeinsam die Wirtschaft zum Erfolgsfaktor führen. Das ist eigentlich eine ganz wichtige Geschichte und das ist eine gemeinsame Aufgabe. So Leute, das war's für heute. Wenn wir uns diese Aussagen von Joe Kaeser anschauen, wird klar, dass wir uns ernsthafte Gedanken um die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands machen müssen. Es ist erschreckend zu sehen, wie Robert Habeck und seine Partei mit wirtschaftlichen Themen umgehen. Statt unsere Wirtschaft zu stärken, scheinen sie alles, was wir aufgebaut haben, Stück für Stück zu ruinieren. Habecks fehlende Kompetenz in wirtschaftlichen Belangen führt dazu, dass Unternehmen ins Ausland abwandern und Startups kaum Chancen haben, hier zu wachsen. Wo bleibt da die Strategie, um unseren Wohlstand zu sichern? Die Warnungen von Kaeser sollten uns aufrütteln und zum Handeln anregen, denn wir können uns eine weitere wirtschaftliche Krise nicht leisten. Wenn euch dieses Thema interessiert und ihr mehr über die aktuellen Entwicklungen erfahren wollt, dann lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Und vergesst nicht, eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Wie seht ihr die Situation? Ich freue mich auf eure Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran!